Abgefahren. So, meine Freunde und Betrachter, in unserer Serie der vielen guten Dinge rund um die Expeditionsmobile haben wir uns heute mal zusammengefunden zum Thema Basisfahrzeugüberprüfung, Basisfahrzeugtest. Ich bin der Tobi von Vorbild24, wer mich noch nicht kennt. Zu meiner Rechten ist der Rico. Wir wollen heute mal über zwei ähnliche Fahrzeuge gucken und euch einen Hinweis, Leitfaden aufstellen, zeigen, was ihr so überprüfen müsst bei der Auswahl der Fahrzeuge. Also wir setzen jetzt voraus, dass ihr euch schon entschlossen habt, in welche Richtung der Weg Basisfahrzeug bei euch gehen sollte. Heute das Video wird so eine kleine Hinweiskette aus dem Lager der Profis. Was sollte man sich angucken, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Fahrzeuge zur Auswahl hat, des gleichen Typs, worauf sollte man ein bisschen gucken im Hinblick auf den Umbau? Was sollte man genauer in Augenschein nehmen, damit man die richtige Auswahl trifft und nicht unbedingt ein Fahrzeug sich auf den Hof, auf sein Grundstück holt, bei dem im Nachfolgebereich sehr, sehr viele Reparaturen und Umbauten notwendig sind. Wir haben uns heute mal für diesen Fall zwei ähnliche oder nahezu motorisch und vom Getriebe deckungsgleiche Fahrzeuge aus der MAN hierher genommen, nämlich zwei MAN 19372, das ist die Modellreihe F90, ist eigentlich was Exotisches an dem Markt, aber das Grundprozedere der Überprüfungen ist bei allen Fahrzeugen ähnlich oder deckungsgleich, und ich habe jetzt diese zwei explizit mal ausgewählt, weil sie standen so bei uns auf dem Hof, ist natürlich ganz klar. Zum einen, zum anderen sind sie von der Motorisierung ähnlich, auch ein bisschen besonders, vielleicht damit ein bisschen polarisieren vom Gesamtbild. Und ich würde euch einfach mal aus meiner Perspektive zeigen, wenn ich jetzt nach einem Fahrzeug suchen würde, was guckt man sich an, wie vergleicht man es und was sind die Hintergedanken, die wichtig sind für den Umbau und wichtig sind zur Überprüfung. So, MAN 19372, auf der anderen Seite auch ein 19372. Ich habe euch ja versprochen, nahezu deckungsgleich oder sehr ähnliche Basisfahrzeuge, aber trotzdem aus unterschiedlichem Einsatz, beide aus dem Feuerwehrbestand. Hier der 93er aus dem Schweizer Feuerwehrbestand und der 94er auf meiner rechten Seite, der kommt vom Flughafen in Berlin. Rico? Ja. Flughafen in Berlin. Man sieht es auch, er hat oben einen Löschmonitor auf dem Dach. Das ist so das Erste, wenn wir einfach mal als allererstes, wir haben den schon gekippt hier, um uns die Zeit zu sparen, an den Fahrzeugen vorbeigucken. Das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, eine In-Augenscheinnahme. Was heißt In-Augenscheinnahme? Wir gucken uns die Autos so an, laufen mal drum rum, gucken auch mal ein bisschen unter die Fahrzeuge, ob sich unter den Fahrzeugen irgendwo erkenntlich schon irgendwelche Flüssigkeitsaustritte gegeben haben oder ergeben haben. Das heißt, wir gucken mal hinten vorsichtig drunter, gucken uns die Achsen an. Wenn wir mal hierher schauen, ganz genau, sieht man zum Beispiel an der Achse von dem Rosenbauer Berliner Flughafenfahrzeug etwas leichter Ölbesatz. Das ist völlig unkritisch. Das ist eigentlich ein Signal, dass tatsächlich auch mal an der Hinterachse eventuell sogar das Öl gewechselt wurde. Man hat keinen Ölaustritt, sondern das ist leicht ein bisschen nebelfeucht und der Staub hat sich angeheftet. Für mich persönlich ein sehr, sehr guter Eindruck, weil es nicht irgendwo geschönt oder mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht ist, und dadurch erkennen wir immer sehr, sehr genau, wie der Zustand ist. Das heißt, wenn das jetzt alles blitzblank glänzen würde, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es tatsächlich ein Schweizer Feuerwehrauto, weil das ist relativ viel poliert worden, wahrscheinlich so ungefähr 3-mal in der Woche. Oder es ist tatsächlich vom Verkäufer mit dem Hochdruckreiniger geschönt worden, und damit sind irgendwelche Probleme, die es am Fahrzeug gibt, nicht mehr erkennbar. Also das heißt, mal drunter gucken. Wir gucken jetzt hier, jetzt stellen wir uns vor, da steht eine Weile. Wir sehen keine Ölflecken. Ja, Korrosion am Aufbau ist eigentlich hier zu sehen, ist völlig egal. Warum? Weil der Aufbau ja meistens sowieso eine Wohnkabine weicht, gerade bei solchen größeren Fahrzeugen. Wir gucken uns die Achse an. Diese Achsen hier, man hat gesehen vorhin auf dem Video, dass es eine besonders flache Achse ist. Die haben sogenannte Außenplanetengetriebe. Das ist erkennbar an dem sehr, sehr breiten Aufbau der Achse mit einem Ölauffüll- und Ölablass. Das heißt, hier sind noch Getriebeteilen drin, auch das sollte öldicht sein.
Wir gucken nochmal an der Hinterachse oder gucken zusätzlich an die Federn, sofern wir sie sehen. Also man muss sich dann teilweise auch mal unter das Fahrzeug legen, die Federn inspizieren, ob gegebenenfalls irgendwelche Brüche erkennbar sind, irgendwelche Verformungen oder Rostungen am Rahmen erkennbar sind. Also man sollte sich wirklich mal die Mühe machen, auch auf beiden Seiten drunter zu schauen, vorn und hinten. Ja, Aufbau ist wie gesagt nicht so relevant, weil der kommt ja runter. Vorderachse wie Hinterachse ist das gleiche. Wir gucken uns auch das mal ganz genau an. Ölaustritt, ne? Ums Fahrzeug durch Rostungen. Ich weiß das, weil ich bin ein bisschen ein MAN geneigterer Typ und besitze einen F90 in einer ähnlichen Baureihe. Wichtig sind, was durch Rostungen angeht, jetzt bei diesen Fahrzeugtypen. Es gibt bei jedem neuralgische Stellen. Bei den MAN F2000 oder F90 sind es zum Beispiel die Einstiege hier oder auch die Anschlüsse der Kotflügel hier unten. Da gibt es natürlich meistens durch Verblendungen mit Kunststoffen verdeckte Stellen, die man nicht so genau sieht. Aber wenn man hier mal mit der Kamera hinguckt, da sehen wir hier schon auch etwas mehr Rostansatz, woraus, wenn man mit dem Hammer mal richtig hinhaut, darauf deuten kann, dass da vielleicht sogar eine Stelle schon durch ist, wir was schweißen müssten. Und ich tippe drauf, dass unter der Verkleidung diverse Stellen ähnlich aussehen können. Ne? Ansonsten ist der in den Einstiegsbereichen noch sehr, sehr gut. Die Verkleidungen, also wenn man schon mal die Tür offen hat, sollte man kritisch auch ein bisschen das Verkleidungsbild und die Sitze prüfen. Ne? Das ist oft so eine Indikation, wie sauber und pfleglich mit den Autos umgegangen ist. Ne? Man sollte die Kunststoffe mal angucken und prüfen und auch mal prüfen, ob alles fest ist. Und setzt dann halt so seine Runde fort mit der Inaugenscheinnahme. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist natürlich auch an der Front des Fahrzeuges der Motor, sofern er nicht verdeckt ist. Bei vielen Baureihen von Daimler zum Beispiel ist der Motor oft durch eine Schutzumhausung, durch einen Schallschutz verdeckt. Hier, wenn wir drunter gucken, Motor, Ölaustritt mit der Prüfung ist ähnlich wie an der Hinterachse. Also das heißt, erfreulich, es sieht so aus, als ob das Auto Wartungen erfahren hat. Es ist ein bisschen nebelfeucht um die Achse von an der Ölkontrollschraube. Die Federpakete sehen gut aus und die Ölablassschraube ist auch leicht nebelfeucht, also nicht geschminkt. Die Achsen, wenn ich jetzt links und rechts an die Achsen gucke, guckt mal hier an die Achsen, da seht ihr auch Fettaustritt. Das ist eigentlich immer ein gutes Signal, wenn die alle so ein bisschen mit Fett zugeknottert sind, weil das deutet eigentlich auch natürlich darauf, dass die hin und wieder oder häufiger auch abgeschmiert wurden, die Fahrzeuge. Das heißt, das ist alles kein Indiz, dass es schlecht wird. Wenn wir Fahrzeuge haben, die noch hydraulische Bremsanlagen haben, wie zum Beispiel der Iveco 9016 oder kleinere 7,5 Toller, andere Baureihen oder auch, ja Rico, du kannst schon mal den Deckel aufmachen, oder auch Fahrzeuge aus den frühen Jahren der Mercedes NG-Reihe, die haben häufig noch hydraulische Bremsanlagen, druckluftunterstützte hydraulische Bremsanlagen, dann sollte man auch drunter gucken, wenn wir uns nochmal hier knien, ob irgendwelche Flüssigkeitsverluste rechts und links an den Rädern zu sehen sind, insbesondere auch beim MAN Cut 1, der hat vorne noch sowas an der Vorderachse, da gab es häufig mal Schwierigkeiten. Wie schon erwähnt, der Iveco 9016, da muss man meistens auch an die Bremszylinder ran. Wenn ihr da Flüssigkeiten seht, deutet es darauf hin, dass die Bremszylinder was haben, dann muss man das machen. Ne? Der Kerl, wie viele andere LKWs auch, hat vorne einen Deckel, den man hochklappen kann. Das ist natürlich deckungsgleich. Die beiden haben beide einen Deckel. Da können wir auch mal reingucken hier, ob man irgendwelche Beschädigungen erkennt. Hier, wenn man mal genauer guckt, haben wir bei dem Fahrzeug einen Ladeluftkühler verbaut. Ja, das ist natürlich logisch. Wir haben zwei Kühler. Wenn da mehrere Kühler sind, deutet es entweder darauf hin, dass es ein Ladeluftkühler, also ein Turbomotor mit Ladeluftkühler ist, oder manchmal gibt es noch einen Kühler davor, dann ist es was, Rico? Ölkühler kann es sein, richtig, zum Beispiel für ein Automatikgetriebe. Es kann aber auch ein Klimakühler für ein klimatisiertes Fahrzeug schon sein. Das hat er hier nicht. Also gibt es hier weder einen Ölkühler, einen zusätzlichen, zumindest vorne nicht, als auch keinen Klimakühler. Am Ladeluftkühler und am Kühler ist es selber mal zu gucken, sind Beschädigungen da. Ne? Solche leichten Lamellenverbieger sind alles ganz normal. Da unten hat er mal vielleicht einen Stein gekriegt, eine leichte Welle. Es sieht aber alles relativ dicht aus. Ne? Am Ladeluftkühler sieht man immer Undichtigkeiten auch durch leichten Ölaustritt, weil das ist ganz normal, dass der Turbo immer während seiner Funktion ein bisschen Öl raushaucht. Und dann sieht man auch Stellen. Ne? Zum Beispiel, ja, hier an den Schläuchen sieht man ein bisschen, das ist aber alles ganz normal. Ansonsten, wenn ich hier unter den Deckel gucke, Rostbild bei dem Fahrzeug recht gut.
Na, also recht ordentlich alles noch für ein Fahrzeug, was ja auch Baujahr 94 schon etliche Jahre alt ist. Hier unten sehe ich den Lufttrockner, eine relativ frische Lufttrocknerpatrone, deutet wieder auf gute Wartung hin. Ansonsten ist er so ein bisschen hier schon geschminkt. Ne? Da sieht man, da hat man mal vielleicht was repariert oder nachlackiert. Ne? Hier sieht es auch aus, ob vielleicht mal was geschweißt wurde. Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht ist es auch irgendeinem Umbau geschuldet. Ist aber jetzt alles nicht tragisch. Ne? So, dann haben wir unsere Runde beendet. Ja? Danach könnte man natürlich überlegen, fange ich jetzt mal mit dem Interieur an. Wir haben aber hier schon ein Fahrzeug gekippt. Also was ich auf jeden Fall machen würde, bei den Fahrzeugen das Fahrerhaus mal kippen und einfach mal um den Motor und um die freigelegten Aggregate schauen. Wir haben ja hier einen der beiden uns schon mal die Mühe gemacht zu kippen, weil das ist relativ anstrengend, ne, Rico, weil wir haben ein sehr großes Fahrerhaus mit 2 Hydraulikzylindern. Das heißt, du brauchst einen sogenannten Kippmenschen, der da irgendwo 10 Minuten den Hebel hoch und runter wirkt, damit es läuft. So, wir haben eingehend ja gesagt, das sind ziemlich deckungsgleiche Fahrzeuge. Das bedeutet, wir haben die gleiche Motorisierung. Na, da gibt es natürlich jetzt auch einen Hinweis beim MAN. Man sieht es 19, die erste Zahl, wie auch bei Mercedes, ist immer die maximale Tonnage in etwa, ne? Also hier ein 19-Tonner und 372 deutet darauf hin beim MAN, dass er 370 PS hat. 2 ist die 2er Serie aus dem Bereich. Das heißt, das sind beides 19 Tonnen Fahrgestelle mit etwa 370 PS. Verbaut ist hier ein rein 6-Zylinder. So, was man nicht tun sollte, Rico, also gleich ein Hinweis an der Stelle. Wir machen das jetzt aber ausnahmsweise doch. Man sollte immer, wenn man unter das aufgeschlagene Fahrzeug tritt, eine Sicherung hier haben. Na? Die hat der Bauseits nicht. Der hat aber den doppelten Hydraulikzylinder. Insofern ist es relativ übersichtlich. Ja? Aber wir haben hier nichts serienmäßig zum Runterklappen, also wie in der Werkstatt. Deswegen halten wir uns jetzt mal nicht dauerhaft darunter auf, stellen da immer was rein. Man könnte vielleicht bei dem jetzt diesen Pumpstock dazu verwenden, um den eventuell irgendwo drunter zu stellen, damit, wenn er abhaut, damit er uns nicht... Ja. Aber der hat da die Aufnahme, ne? Der hat da die Aufnahme, vielleicht hat er auch irgendwo einen Riegel. Guck mal, dahinter ist da noch was. Ne, das ist die Tankhalterung. Ja. Also so genau sehe ich das jetzt auch nicht. Das ist bei Feuerwehrfahrzeugen immer anders. Also ein Tipp an meiner Seite, wenn er gekippt ist, egal in welcher Form, abstützen und nicht unbedingt unter das Auto treten. Wir halten hier auch mal einen Abstand, dass wenn er runtersaust, dass er uns nicht trifft. So, wir haben hier natürlich eine Besonderheit. Ich habe ja eingehend gesagt, das sind Exoten. Wir haben in beiden Autos ein 6-Gang ZF Automatikgetriebe. Ja. Erkennt man wahrscheinlich jetzt hier der Laie nicht unbedingt dran, sondern das erkennt man daran, wenn man hier mal reinkommt, guckt, dass dem Schalthebel, vielleicht können wir das mal zeigen, ein Wählhebel gewichen ist und der hat also einen Automaten. Da darf man sich nicht irritieren lassen, wenn die Fahrzeuge Automatikgetriebe haben. Die haben immer die gleiche Kulisse. Das bedeutet Rückwärtsgang neutral, kein P für Parken, D für Drive, also alle Gänge nach vorne und dann 3, 2, 1. Ne? Also das heißt, es ist jetzt hier kein Vierganggetriebe, sondern in dem Fall ein Mehrgang- oder Sechsganggetriebe. Woran erkenne ich das? Ein kleiner Tipp, wenn es um einen Automaten geht. Jetzt drehe ich trotzdem mal schnell runter, in Anbetracht darauf, dass ich weiß, was es für Probleme geben kann. Es gibt ein Typenschild hier. Ja, auf dem Getriebe und das ist jetzt hier ein 6 HP 600, wenn man das mal kurz zeigen kann. 6 HP 600 bedeutet 6 Gänge, Eingangsdrehmoment 600 Newtonmeter, weiß ich halt, weil ich schon hier und da mich mit beschäftigt habe. Das bedeutet, 6 bedeutet aber 6 Gänge. Ne? Steht da 5 HP, ist es ein 5-Gang bei ZF, 4 HP wäre ein 4-Gang. Der Wählhebel ist immer der gleiche, also lasst euch nicht täuschen. Ich habe auch schon die falschen Typenschilder auf den Wählhebel gesehen. Entscheidend ist, was da auf dem Getriebe steht oder wie viele Schaltvorgänge man halt beim Schalten verspürt. Es ist schon ganz wichtig, dass man das weiß, weil bei so einem Getriebe auch mal ein Gang fehlen könnte, wenn man ein Automatikgetriebe hat. Und wenn man das Auto Probe fährt, muss man halt genauso wie beim Schaltgetriebe schauen sollte, ob alle Gänge reibungslos funktionieren, ob die Kupplung funktioniert. Sollte man ein bisschen mal zählen, wie oft schaltet der alle Gänge, funktioniert das auch richtig. So, dann haben wir den Motor, auch hier ist wieder darauf zu achten, ist was undicht, das sieht hier natürlich alles sagenumwoben gut aus, Schweizer Feuerwehrauto, das schaut so aus wie bei manchen zivil genutzten LKWs nach
2 bis 3 Jahren. Ne? Das Auto ist sage und schreibe Baujahr 93, also es geht auch schon satt auf die 30 Jahre zu. Hier ist der Turbolader, auch hier Undichtigkeiten prüfen. Man sieht aber, es sieht alles sehr unbeleckt aus. Undichtigkeiten am Motor prüfen. Wir sehen hier ganz minimal Öl laufen. Ne? Ja, das ist ein MAN und gerade die MAN, das weiß ich von meinem eigenen, weil der einen baugleichen Motor hat. Die haben ein bisschen immer so eine leichte Zylinderkopfsauerei. Man sieht es auch hier, wenn man guckt. Das ist also nicht unbedingt dramatisch. Man soll das im Auge behalten, dass es so bleibt. Aber die können hier und da auch an den Köpfen etwas nässen. Ne? So wie der Motor aussieht, ist der auch noch ein bisschen staubig und ungereinigt. Das ist natürlich unwahrscheinlich gut gepflegt. Man sieht es am Rahmen. Ne? Man sollte also, wie man den Motor im Auge hält, auch mal die ganzen Karosserieverbindungsteile und Rahmenteile angucken. Das sieht hier natürlich in einem außergewöhnlich guten Zustand. Man kann auch von der Seite hier nochmal die Federn prüfen, ob die irgendwelche Rissbildungen haben oder hier ist es eine Parabelfeder, also eine dreilagige Parabel. Die sollte relativ verformungsfrei laufen. Das tut die hier auch. Also das sieht sehr ordentlich und gut aus. Ja? Das heißt, die Stoßdämpfer sind dicht, machen noch einen guten Eindruck und das Gesamtbild eines Rostbefalls ist auch sehr übersichtlich. Ne?